Auswandern ist das eine. Wirklich ankommen, etwas ganz anderes. Unser heutiger Gast ist so tief angekommen, dass sie inzwischen anderen beruflich dabei hilft, es ihr gleich zu tun. Und genau darum geht es in diesem Gespräch. Was braucht es, um in einem fremden Land nicht nur zu leben, sondern zu Hause zu sein? Hola a todos! Willkommen zu einer neuen Folge aus unserer Reihe Interviews mit Expats. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sprechen heute mit Cynthia, die gerade ihren 4. Winter in Uruguay durchsteht, und auf YouTube kennt man sie zusammen mit ihrer Schwester als Sisters del Sol. Wir haben uns im Oktober 2025 in Minas kennengelernt und sind seitdem in Kontakt. Hallo Cynthia, erstmal möchte ich dir danken, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Interview. Ja, sehr gerne. Hallo Mathis. Lass uns ganz am Anfang starten. Du bist zusammen mit deiner Schwester ausgewandert. Wie kam es dazu? Ja, bei mir war es schon länger so, dass für mich klar war, dass ich auswandere, wieder auswandere. Ne? Ich bin ja schon mal mit 22 ausgewandert in die Karibik. Und die Karibik war dann nicht so das Richtige, deswegen bin ich wieder zurück. Aber es war für mich definitiv klar, okay, es geht wieder der Weg der Auswanderung. Die Frage war eben nur so ein bisschen, wohin? Und bei meiner Schwester hat sich, glaube ich, einiges getan, gerade so in der Corona-Zeit, wo man gemerkt hat, dass die Gesellschaft sich sehr viel verändert hat. Und ja, kurzerhand haben wir uns dann deswegen zusammengetan und haben gesagt, okay, wenn sie dann jetzt auch so weit ist, dass sie sagt, okay, sie möchte Deutschland verlassen und auswandern, dann gehen wir das Ganze doch zusammen an. Ja, klasse. Also, wer hatte die Idee? Du eher hattest die Idee. Und wie kam es dann von der Idee, bis ihr die Entscheidung dann auch tatsächlich entwickelt habt? Und wie kam ihr ausgerechnet auf Uruguay? Ja, also genau, die Idee beziehungsweise das Ziel war bei mir schon die ganze Zeit da und ich habe natürlich öfter auch mit ihr schon darüber gesprochen. Und als sie dann eben immer mehr auch den Unmut in der Gesellschaft festgestellt hat, man merkt ja auch so ein bisschen dieses typische Hamsterrad, ne, in dem man dann so in Deutschland lebt. Und es waren eben so Momente, wo sie, glaube ich, sich sehr bewusst wurde, dass es langfristig auch nichts für sie ist und sie einfach auch einen anderen Alltag möchte. Und wir haben dann tatsächlich von den ersten Gedanken her bis zur Entscheidung sehr, sehr wenig Zeit gebraucht. Ne? Also der Unmut war so hoch, glaube ich, dass es relativ schnell ging. Das bedeutet, ich glaube wirklich von den ersten Gedanken bis hin zur Entscheidung, wir wandern aus, waren es vielleicht ein paar Wochen. Ne? Und dann haben wir uns eigentlich auch ziemlich schnell schon an die Suche gemacht, beziehungsweise sehr strategisch und organisiert, wie du dir vorstellen kannst, kennst uns ja auch ein bisschen, wirklich mit einer Excel-Tabelle haben wir uns dran gemacht zu sagen, okay, was könnte denn für uns ein Land sein, wo wir uns beide wohlfühlen? Ja, weil war ja eben genau die Herausforderung, wenn man alleine auswandert, ist es natürlich einfacher. So war es natürlich in gewisser Hinsicht meine Zielvorstellung und ihre, die wir irgendwo vereinen mussten. Und das haben wir dann eben gemacht, erstmal kontinentweise. Natürlich ist es ja so vom Gröbsten her das, was eigentlich auch am meisten Sinn macht. Also auf welchem Kontinent kann man sich überhaupt vorstellen Mhm. zu leben? Und da sind wir eigentlich sehr, sehr schnell bei Südamerika gelandet, vor allem auch wegen der Sprache, ja, weil Spanisch natürlich eine leicht lernende Sprache ist. Andere Kontinente sind einfach sofort wegen Sprache ausgeschlossen worden oder aber auch wegen Desinteresse etc. Und als wir dann nach Südamerika kamen, haben wir eben wirklich auf einer Excel-Tabelle alle Länder aus Südamerika und eben auch ja, Mittelamerika etc. aufgeschrieben und sie verglichen. Ne? Sie verglichen anhand von gewissen Prioritäten sozusagen. Also das heißt eben, wie ist die Sicherheit im Land, wie ist die politische Situation, gibt es Naturkatastrophen, ne? Wie ist das Wasservorkommen. Also so alles, was halt eben relevant ist, wenn man sich, glaube ich, einen neuen Wohnort für immer aussucht. Und ja, da kamen wir dann auch ziemlich schnell bei drei Ländern raus, die in Frage kamen. Und das war Chile, Ecuador und Uruguay.
Mhm. Und es ist dann letzten Endes tatsächlich Uruguay geworden, weil Ecuador, was für mich ziemlich interessant war, weil es halt auch vom Klima her ein bisschen angenehmer ist und auch, ich glaube, von der Natur her mehr, ja, umfangreich, ne? Also eher ein bisschen wilder, glaube ich, nochmal Mhm. als Uruguay. Es wurde dann aber eben Uruguay, weil Ecuador hat sehr wenig Sonnenstunden im Vergleich zu Uruguay. Also auch wenn man sich da Videos anschaut etc. im Internet und sich darüber gezielt informiert, ist der Himmel sehr, sehr oft bewölkt. Und für uns war eben halt so das eins der wichtigsten oder einer der wichtigsten Faktoren tatsächlich die Sonnenstunden, ja, weil wir natürlich beide, ne, Sisters del Sol, Ja. Sonnenliebhaber sind. Genau, und da hat dann tatsächlich aber auch Uruguay gegen Chile gewonnen und Chile war auch einfach von uns vom Gefühl her nicht so ganz interessant wie Uruguay. Und somit, ja, stand dann eigentlich nach unserer Auswertung fest, okay, es wird wohl Uruguay. Prima. Wir haben das ja ähnlich gemacht. Wir haben ja auch Bedingungen so auf Kärtchen geschrieben und dann hat jeder so seine Kärtchen gemacht und dann haben wir das nachher aussortiert und auch geguckt, welches Land passt denn jetzt am besten zu dem, was wir haben wollen. Ne? Bei Frau Mhm. Mattes war es zum Beispiel so, dass sie sagt, ich will unbedingt auf der richtigen Straßenseite Auto fahren. Ja, ist ja, ne, Ja, ist ja auch durchaus ein Kriterium, was man nehmen kann. Ja, aus der Idee definitiv. wurde also dann irgendwie ernst und nehmen wir jetzt mal die Zuschauer mit auf die Reise in die Praxis. Also, magst du uns erzählen, wie das so bei euch lief, von der Entscheidung dann bis zum tatsächlichen Umzug nach Uruguay? Du sagtest ja, das war sehr schnell alles entschieden. Ja, sehr, sehr schnell. Also ich glaube, es sind insgesamt, nimm es mir jetzt nicht genau auf den Tag beziehungsweise auf die Woche, aber ich glaube, es sind so um die 5 Monate, 4, 5 Monate tatsächlich nur vergangen, von der Entscheidung bis eben auch zum tatsächlichen Umzug. Ne? Und Mhm. wir waren ja auch tatsächlich vorher noch nicht in Uruguay. Ich glaube, das muss ich auch noch mal dazu sagen, für den, der es jetzt von uns noch nicht weiß. Das heißt, es war ja wirklich für uns eine Reise ins Unbekannte, komplett. Mhm. Ne? Wir dadurch natürlich aber, dass wir gesagt haben, okay, ich hatte zwar meine 2 Katzen, ne, aber wir hatten keine Kinder. Das heißt, wir waren natürlich in gewisser Hinsicht auch sehr, ja, unabhängig, ne, haben gesagt, okay, nein, wir setzen alle Karten auf Uruguay, wir machen das. Und wir haben dann wirklich von der Entscheidung her, ja, einfach Stück für Stück angefangen vorzubereiten. Auch da natürlich wieder mit Listen, ne? Was ist notwendig überhaupt für die Auswanderung? Was muss man zuerst machen? Was muss man danach machen? Was braucht es für Dokumente? Wir brauchen Einwanderungshelfer. Ne? Und dann wirklich ganz konkret und auch mit Kalender, also was müssen wir in welcher Woche ganz genau erledigen, ne? Mhm. Dass es vom Timing her klappt. Ja, Stück für Stück abgearbeitet und eben auch Flug ziemlich zeitig schon gebucht. Und ich meine, die Zeit vergeht dann eh so schnell. Ne? Man ist ja eigentlich sozusagen praktisch nur am Rudern und am Machen und am Abhaken. Und genau, das heißt, es war sehr zügig und aber sehr strukturiert und sehr klar durchgeplant. Das war ja jetzt quasi so ein Blind Date mit Uruguay, kann man sagen. Wo und wie seid ihr denn anfangs untergekommen? Und wie habt ihr eure erste Unterkunft gefunden? Wie hast du Mhm. auch dieses Ankommen in Uruguay dann so erlebt? Ich meine, wie gesagt, war ja ein Blind Date. Ja, ja, das war tatsächlich sehr spannend. Also wir haben uns eine Unterkunft über Airbnb gesucht. Ne? Das ist Mhm. ja auch das, was viele Deutsche am Anfang machen, ist natürlich auch sinnvoll, weil insofern man noch nicht Spanisch spricht und sich auch eben mit den Portalen hier vor Ort nicht auskennt, ist Airbnb natürlich super einfach. Mhm. Plus, du hast natürlich auch da diesen Schutz in gewisser Hinsicht, ne? Dass du ganz genau weißt, wenn irgendwas nicht passt, du kannst dich zur Not bei Airbnb beschweren und die helfen dir irgendwo da raus. Ja? Und das ist natürlich das, wo deutsche Menschen am Anfang mit unserer Art, wie wir sind, glaube ich, einfach die beste Sicherheit finden. Ne? Deswegen Airbnb. Ähm, und für uns war klar, dass wir uns in der Nähe von Piriápolis niederlassen wollen. Das heißt, wir haben dann eben im Umkreis von Piriápolis gesucht und waren in Playa Hermosa. Und wir haben tatsächlich für den ersten Zeitraum erstmal nur für einen Monat, glaube ich, gemietet gehabt. Wirklich halt erstmal nur, um anzukommen und erstmal zu gucken, okay, wohin geht's dann überhaupt? Und die Ankunft war tatsächlich sehr spannend. Also auch wenn ich jetzt so zurückdenke, eben komplett neues Land. Also wir sind hier angekommen, wir wussten, okay, es wird unser neues Zuhause. Und wir kannten es aber noch nicht. Ne? Da bist du erstmal total geflasht. Also du bist ja eh sowieso sozusagen ein bisschen im Jetlag, wenn du ankommst und Mhm. durcheinander. Ne? Und dann eben auch auf der Fahrt ins Airbnb. Es war alles so faszinierend. Ne? Also ganz unheimlich faszinierend.
Und ich muss sagen, so gerade in der Anfangszeit oder so die ersten Stunden, Tage, war man natürlich einfach nur geflasht oder fasziniert, ne? Also beeindruckt, ne? Und hat sich total gefreut, da zu sein, und über die Natur und die Straßen, dass sie so grün sind und dass die Häuser alle unterschiedlich sind und unterschiedliche Mhm. Farben und halt eben nur nicht so dieses, ja, langweilige wie in Deutschland und das Triste, wovon wir ja gerade weg wollten. Das heißt, wir waren die ersten Tage eigentlich wirklich sehr, sehr zufrieden und sehr glücklich. Nur das Airbnb war natürlich auch schon so der erste kleine Kulturschock. Wir hatten ja auch schon mal in einem Video von uns drüber gesprochen, weil es halt ziemlich schmutzig war. Ne? Also für unsere damaligen Augen noch, ne? Für die Mhm. deutsche Sauberkeit war es schon ziemlich schmutzig. Es war hier und da was kaputt. Ne? Also so zum Beispiel die Küchenunterschränke haben nicht ordentlich geschlossen. Meine Zimmertür ging nicht richtig auf und zu schließen. Also so ein paar Kleinigkeiten, wo du dann schon mal so mit den ersten, ja, Veränderungen eine Auswanderung, glaube ich, konfrontiert warst. Ja. Ja, mit wie viel Koffern seid ihr da angekommen? Also ich stelle mir das gerade so vor, weil als wir das erste Mal nach Uruguay gefahren sind, ging es uns also genauso wie dir. Also wir kamen raus aus dem Flughafen, hatten dann unseren Mietwagen, sind dann losgefahren, auch Richtung Piriápolis. Wir haben auch tatsächlich in Playa Hermosa unser erstes Häuschen gehabt, wo wir drin gewohnt haben. Also quasi den gleichen Weg vom Flughafen gehabt. Und Mhm. auch wir hatten dieses Gefühl von alles neu und wir waren total geflasht von diesen ganzen neuen Eindrücken. Also ich kann das total nachempfinden, was du da gerade erzählt hast. Mit wie viel Koffern seid ihr da angekommen oder habt ihr einen Container euch geholt? Nee, also wir haben uns bewusst gegen Container entschieden. Mhm. Natürlich erstmal wegen den Kosten. Ne? Es sind ja schon sehr, sehr hohe Kosten und dann im Endeffekt sogar meistens mehr, als man wirklich plant. Mhm. Und zweitens natürlich auch, weil wie gesagt, ne, wir haben keine Kinder, wir hatten keinen großen Hausstand. Ne? Und für uns war es auch irgendwo eine Erleichterung zu sagen, wir wandern wirklich aus und wir nehmen nur das Wichtigste mit. Und so wurden es dann im Endeffekt 5 Koffer pro Person, Okay. die wir hatten, mit wirklich eben nur den Lieblingsklamotten, nur den wichtigsten Sachen etc. Und ich hatte eben meine 2 Katzen noch im Gepäck. Das heißt, das waren dann eben noch meine 2 Sondergepäckstücke, genau. Aber nur damit, und es war eben auch das Ziel, uns damit wieder ein neues Leben aufzubauen. Und ich muss auch wirklich rückwirkend sagen, es war ein viel leichteres Leben, nur mit 5 Koffern zu leben, als heutzutage jetzt, wo ich mir schon wieder einiges angesammelt habe. Ja, seitdem ist wahnsinnig viel passiert. Du hast dich auch verliebt, lebst mittlerweile mit deinem Partner und deinen Schwiegereltern und deinen Tieren auf einem Campo bei Minas. Wie kam es dazu? Ja, also ich habe auf meiner Reise hier in den 4 Jahren Uruguay eigentlich immer in Balnearios gelebt, ne? Also immer eben in Küstengebieten, weil ich an sich, ja, ich liebe das Meer. Ne? Also ich musste eigentlich immer sehr nah beim Meer sein. Aber das Thema war so das, ich bin ja sehr tierliebhabend und wenn man nach Uruguay kommt, als Tierliebhaber, du hast ja selbst auch schon die Erfahrung gemacht, Ja, ähm, ja, das stimmt. genau, wird man sehr schnell damit konfrontiert, dass es halt schon sehr viele Tiere gibt, die Hilfe benötigen und man kann dann halt oft nicht nein sagen. Und so fing das Ganze an, dass ich Hunde adoptiert habe en masse. Also der erste Hund, den habe ich ja schon adoptiert in der ersten Woche auf dem Markt in Piriapolis. Ja, und dann hat man halt immer mehr Leid gesehen und hier ein Straßenhund, der braucht Hilfe und da, ne? Und das heißt, ich war tatsächlich einmal bei einem Höchststand von 12 Hunden, mittlerweile nicht mehr so. Ich musste dann wieder reduzieren, weil es einfach unmachbar war. Ne? Aber die Tiere wurden immer mehr. Ne? Also erstmal Hunde, dann aber auch Pferde. Also ich hatte mir ein Pferd ganz bewusst selbst gekauft. Ja, weil ich einfach Pferde liebe, ne? Und von dem Traum, also den Traum schon länger hatte und hatte ich mir ziemlich, ich glaube, nach einem halben Jahr nach Ankunft auch schon das erste Pferd selber gekauft und dann blieb es aber eben nicht dabei, weil dann habe ich noch ein anderes Pferd gerettet und noch eins aus Not aufgenommen, so und dann hatte ich halt schon 3 Pferde. Und das Thema ist natürlich, man kann das schon machen, wie hier ja die Uruguayos es auch sehr, sehr oft machen, dass sie dann die Pferde einfach halt, obwohl sie in einem Haus wohnen und nicht auf dem Campo anbinden, ne, an der Straßenseite irgendwo, wo halt Gras ist. Das geht auch mal vorübergehend, so habe ich es ja auch vorübergehend gemacht, aber es ist nichts, wo ich sagen konnte, okay, da kann ich wirklich dahinter stehen. Ne? Mhm. Weil für mich ist ein Pferd ein sehr wildes, freies Tier,
was halt natürlich auch Auslauf braucht. Und es ist natürlich schon auch ein bisschen gefährlich, ein Pferd dauerhaft immer angebunden zu haben, ne? Gerade dann eben neben der Straße etc. Das heißt, für uns war dann klar, also eher für mich, ich war dann natürlich strikter als mein Partner, okay, jetzt mit so vielen Tieren, ne, ich kann nicht mehr im Küstenort leben, sondern ich brauche wirklich ein Campo. Also ich brauche Mhm. Platz für meine Tiere, wo die einfach frei rumlaufen können und die Freiheit haben, die sie benötigen und eben auch, dass alles so ist, wie es sein soll eigentlich. Ne? Und genau, dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem Campo und habe, ja, man muss schon sagen, es war nicht leicht, ja, weil so Campus zu mieten ist jetzt natürlich nicht so die Masse. Also eigentlich ist ja gerade an Immobilien eher so die Küstenhäuser etc., die man mieten kann. Campus gibt's eher weniger zum Mieten, eher dann mehr zum Verkaufen. Und ja, ich habe aber einen sehr eisernen Willen und ich hatte mir das als Ziel gesetzt und bin da halt dran geblieben, bis ich es geschafft habe. Und ich habe es über Facebook tatsächlich geschafft. Ich habe in ganz vielen Facebook-Gruppen publiziert. Facebook ist ja hier schon mehr üblich für Handel oder ähnliches, ne, wie in Deutschland. Und hatte dann das Glück, dass mir ein Mann geschrieben hat, der hier gelebt hat auf dem Campo, der aber raus wollte, sozusagen einen Nachmieter gesucht hat. Der hat mich dann mit ja, mit dem Vermieter sozusagen in Kontakt gebracht. Und so habe ich ein super gutes Negocio, wie man hier sagen würde, abgeschlossen, also einen super guten ja, Vertrag bekommen von privat zu einem günstigen Preis mit 8 Hektar und eben den 2 Häusern. Genau. Ja, supi. Du hast einen uruguayischen Partner. Wie kam es dazu? Wir reden ja über das Thema Integration und wie komme ich im Land an? Ja, Und dann ist natürlich ein uruguayischer Partner sicherlich hilfreich. ja, natürlich. War aber tatsächlich, also es war nicht geplant, aber ja. Ne? Es hat sehr, sehr viel verändert, den in meinem Leben zu haben. Es war tatsächlich auch in Verbindung mit meinem ersten Pferd. Typisch deutsch, wie ich war, ne? Bevor ich mir mein erstes Pferd kaufen wollte, war für mich natürlich klar, okay, im Optimalfall hat das schon irgendwo eben einen Platz, wo es frei sich auch bewegen kann. Ne? Dass ich es eben nicht immer angebunden haben muss. Und da habe ich auch in Facebook tatsächlich dann auch in der Gruppe publiziert, dass ich einen kleinen Ort suche, also selbst wenn es nur ein paar Quadratmeter gewesen wären, 500 oder ähnliches, ne, wo man halt eben das Pferd auch mal frei laufen lassen kann, wo ich mich einmieten kann, phasenweise, ne, dass das Pferd eben da auch mal frei sein kann. Und da hat mein Partner mir dann damals geschrieben, dass er eben Campo zur Verfügung hat, den er nutzen kann. Genau. Und so ist eben auch die Partnerschaft daraus entstanden. Wir haben dann natürlich öfter hin und her geschrieben und irgendwann war dann eben das Pferd gar nicht mehr das Hauptthema, sondern halt eben andere Dinge. Da hat's dann gefunkt. Ja, das ist doch schön. Genau. Das hat jetzt dein Leben natürlich klar verändert, weil du bist jetzt natürlich tiefer dann in der uruguayischen Gesellschaft verwurzelt durch die Kontakte über deinen Partner sicherlich auch. Ja, ganz klar. Also wir sind auch sehr früh zusammengekommen. Ich muss ja sagen, wir sind im März 2022 ausgewandert und ich habe ihn bereits im August kennengelernt. Mhm. Das heißt ja, also ein halbes Jahr eigentlich danach, hat das schon sehr mein Leben verändert. Also erstmal natürlich vom Thema Sprache her, ja, weil wir kamen ja auch nur mit sehr geringen Spanischkenntnissen hierher und es war am Anfang echt ein Kampf. Es war wirklich nicht einfach und ich muss auch sagen, rückwirkend gesehen würde ich nicht mehr gerne hier leben wollen, wenn ich kein Spanisch sprechen würde, weil es einfach Mhm. viel zu anstrengend ist. Und ja, ich musste, also sagen wir es mal so, er hat kein Wort Deutsch gesprochen, ist ja logisch. Er Mhm. hat nur sehr schlechtes Englisch gesprochen. Also auch wenn er mal wieder sagt, ja, er spricht ja Englisch, also damit kann man nichts anfangen. Ne? Und das heißt, ich war sozusagen gezwungen, mich auf das Spanisch einzulassen. Also wir haben uns am Anfang wirklich sehr lustig miteinander unterhalten. Also eher weniger über den Translator, sondern eher mehr wirklich mit Händen und Füßen. Ne? Und wirklich einfach rausgehauen, was man eben wusste. Und dann aber eben sehr schnell, also ich meine, wenn man drauf angewiesen ist, ne, mit dem Partner, mit dem man zusammen ist, eine neue Sprache zu lernen, und man ist aber auch tagtäglich damit beschäftigt. Ne? Also ich war ja dann auch sehr zeitintensiv mit ihm zusammen und wir sind auch recht früh zusammengezogen. Das heißt, für mich war dann nur noch Spanisch im Alltag, außerhalb jetzt meiner Arbeit. Ne? Und das ist wirklich erstaunlich, wie schnell das Hirn
wenn man es nur der Sprache, der neuen Sprache aussetzt, wirklich lernt. Ja, also man ist sich dabei ja gar nicht bewusst und lernt aber eben unbewusst die ganze Zeit mit und nimmt Vokabular auf und alles Mögliche und Redewendungen. Und es ging dann so schnell. Natürlich würde ich jetzt bis heute noch nicht sagen, dass mein Spanisch perfekt ist, ne? Also auf Business-Level perfekt. Aber man merkt natürlich, wie es so Stück für Stück immer besser wurde. Und mittlerweile bin ich unglaublich dankbar dafür, wie gut ich Spanisch spreche, weil ja, also es gehört einfach zum Ankommen mit dazu. Und das ist eben auch einer der Gründe, warum ich heute sagen kann, ich fühle mich hier zu Hause, weil ich weiß, die Menschen verstehen mich und ich verstehe die Menschen. Ja? Mhm. Aber auch kulturell, ja, wenn man hierher auswandert und man halt eher so unter sich bleibt oder natürlich ohne Partner ist es viel, viel schwieriger, in die uruguayische Mentalität und Kultur einzutauchen. Und damit wurde ich natürlich sehr schnell schon konfrontiert. Also wir haben ja auch ein Video zusammen gemacht gehabt, wo es auch ein bisschen darum ging, ne, wie unterschiedlich Deutsche und Uruguayos sind, wo es dann einfach nur um so einfache Dinge ging, wie ja, er muss immer Brot zu allem dazu essen und das Asado muss unbedingt am Wochenende auf den Grill etc. Also es war ein recht schneller Einblick, den ich gewonnen habe und aber natürlich auch schon herausfordernd an manchen Punkten. Na, bis heute, gar keine Frage. Ja, gar keine Frage. Ja, das klingt alles sehr, sehr spannend. Beschreibt doch mal so einen ganz normalen Tag bei euch auf dem Camp. Ja, mein Alltag ist mittlerweile sehr zufriedenstellend, muss ich sagen, im Vergleich zu Deutschland. Ich schlafe mittlerweile sehr lange, ne, weil ich bin ja selbstständig. Das heißt, ich habe eben auch selber die Möglichkeit zu sagen, okay, äh, ja, wie gestalte ich meinen Tag? Ne? Und wo man früher dann eben zeitweise, ich hatte sogar Frühjobs, wo ich dann schon um 6 Uhr auf der Arbeit sein musste. Mittlerweile kann ich halt so 7, halb 8 sagen, okay, stehe ich dann halt eben mal langsam auf. Dann ist eben auch das Wunderbare in so einem Vergleich zu einem früheren Tag. Früher war man ja wirklich, also ich habe 8 Stunden Festanstellung, ne, gelebt. Das heißt halt, wie gesagt, du hattest sehr, sehr wenig Zeit vom Tag frei, um noch irgendwie was dazwischen zu schieben, was einem gefällt. Heutzutage ist es wirklich so, ich stehe auf, gehe erstmal raus zu meinen Tieren, weil die Pferde möchten natürlich Heu essen. Ja, die haben immer ihr Frühstück und ihr Abendessen und stehen dann sozusagen immer schon vor der Tür und warten auf mich. Das heißt, erstmal werden die Pferde versorgt, werden die Hunde versorgt, Katzen versorgt, etc., Tiere versorgt. Dann gehe ich meditieren, tatsächlich. Dann setze ich mich ins Schlafzimmer zu meditieren eine halbe Stunde oder manchmal auch eine Dreiviertelstunde. Und ja, dann frühstücke ich so langsam was, mache mich fertig und setze mich dann so in Ruhe an PC. Ne? Mhm. Also das ist eben das Schöne. Ich habe niemanden halt, der mir sagt, okay, Cynthia, du musst um 9 Uhr anfangen. Ich mache halt so, okay, ja, ich glaube, jetzt bin ich fertig. Jetzt könnte ich mal anfangen. Ne? Genau. Das klingt wunderbar Und entschleunigt. ja, ist es auch, ist es auch. Genau, und ich arbeite sehr unterschiedlich viel. Also ich arbeite ja selbstständig im Marketing für deutsche Kunden. Na, das ist ja so mein Hauptstandbein zu dem Thema Einwanderung. Einwanderung mache ich ja eigentlich nur nebenher. Und je nachdem eben, wie viel Aufträge ich gerade habe oder wie viel im Projekt los ist, arbeite ich halt mehr Stunden oder weniger und je nachdem, wie viel Einwanderung es gerade gibt, halt auch dort. Ne? Aber ich arbeite definitiv an keinem Tag mehr 8 Stunden. Also ich bin Mhm. so durchschnittlich zwischen 4 und 5 Stunden dann am PC. Ne? Und ja, ich nutze dann ansonsten meine Freizeit für meine Hobbys. Also ich bin sehr, sehr viel draußen, wurschtel im Garten rum, ne, den ich hier habe. Bin einfach auch einfach mal nur bei meinen Pferden, sitzen neben denen rum, trainiere mit denen, gehe sehr gerne ausreiten natürlich. Ich gehe ins Fitnessstudio, ich mache Springreiten, ich habe einen Singkurs, wo ich teilnehme, also Singunterricht sozusagen. Das heißt, je nachdem, was für ein Tag, ne, oder was dann eben halt dran ist und worauf ich Lust habe. Aber also gerade so am Nachmittag eigentlich sehr frei, mein Tag, eben was gerade passt oder ansteht. Und ansonsten dann eben abends natürlich ja, in Ruhe Abendessen kochen. Das hat sich natürlich auch stark verändert, ne? Weil in Deutschland ist so Abendessen ja eigentlich um 6, 7. Und hier sind wir immer noch am Eingewöhnen nach so langer Zeit, weil wenn es nach mir geht, wäre es natürlich ein frühes Abendessen. Er würde eigentlich gerne um 9 Uhr Abendessen. Mhm. Mittlerweile haben wir uns auf 8 eingepegelt. Das heißt, ich fange so um 6, 7 fange ich dann halt an, Abend zu essen, zu kochen und genau, dann essen wir so um 9 oder sowas Abend. Und ansonsten ich lese sehr gerne.
Mein Partner schaut eher mal Fernsehen und Netflix und ich setze mich dann meist noch entspannt mit einem Buch hin. Genau, ja, Abendessen von den Pferden natürlich nicht vergessen und von den Hunden und den anderen Tieren. Das heißt, dasselbe Morgensprogramm dann nochmal am Abend. Und dann irgendwann lege ich mich dann ganz entspannt ins Bett und verabschiede mich vom Tag. Also das klingt für mich erstmal sehr, sehr entschleunigt und ist vor allen Dingen die uruguayische Mentalität, mehr im Hier und Jetzt zu leben und das Hier und Jetzt zu genießen. Danach klingt das für mich und als wärst du richtig angekommen. Hast du noch mal irgendwie sowas wie Heimweh? Ähm, so richtig nach Deutschland nicht. Ne? Es sind immer eher einzelne Faktoren, die dann so hochkommen. Und es ist ja auch klar, ich glaube, das kann auch jeder Auswanderer bestätigen. Ich meine, so eine Auswanderung ist nun mal nicht einfach nur, ja, Party, Pferdehof, sondern es hat immer irgendwo auch herausfordernde Parts, sagen wir es mal so. Und gerade natürlich zum Beispiel das Trennen von Familie und Freunden. Ja? Das ist schon so ein Mhm. Faktor, der schwierig ist einfach, mit dem man sich auseinandersetzen muss und der auch heute natürlich mich immer noch hin und wieder belastet. Ne? Also einfach fern von der Familie zu sein, die nicht regelmäßig sehen zu können, wenn man das auch als Heimweh bezeichnen kann. Ne? Freunde, gut, man muss sowieso sagen, die Kontakte dünnen sich dann eh aus, dadurch, dass man eigentlich ja gar nicht mehr vor Ort ist. Aber ansonsten, es gibt hin und wieder mal so den Moment, wo ich mir denke, ach, jetzt wäre ich gerne mal in einem Aldi, ne, und würde gerne so richtig zuschlagen, alles Mögliche in den Einkaufswagen packen. Ähm, aber ansonsten eigentlich ganz, ganz wenig. Jetzt auch tatsächlich das erste Mal nach 4 Jahren in diesem uruguayischen Winter vermisse ich den Schnee, ne, was Mhm. vorher überhaupt gar nicht aufkam, weil ich bin ja eigentlich eher so ein Sommermensch. Und jetzt ist aber tatsächlich das erste Jahr, wo ich mir denke, ach, wenn es schon so kalt ist, dann könnte es doch wenigstens Schnee geben. Ne? Ja, aber das erste Jahr tatsächlich und ansonsten eigentlich gar nichts. Also es sind immer mal so kleine Momente, aber ich weiß, was für einen Mehrwert ich gewonnen habe, hier mit meiner Auswanderung in Uruguay zu leben. Und das Paradies, wo man alles hat, was man möchte, gibt's halt nun mal nicht. Ne? Ja, das ist völlig utopisch, das kann ich verstehen. Wann war für dich der Moment, wo du gesagt hast: „Hier bin ich jetzt zu Hause?“ Für mich klingt das danach, als wärst du sehr früh schon angekommen und hättest dich früh schon zu Hause gefühlt. Und was für Kulturschocks gab's jetzt? Du hast ja gerade schon ein paar Sachen angesprochen und angedeutet. Was waren für dich so die größten Dinge, wo du gesagt hast: „Oh, oh, wo habe ich mich drauf hier eingelassen?“ Ja, also zu Hause gefühlt habe ich mich hier tatsächlich schon sehr, sehr schnell. Aber ich glaube, man muss schon auch dazu sagen, das ist einfach auch, weil ich vom Typ Mensch her eben halt schon immer eher so der Reisende war. Ne? Also der nicht so an Deutschland gebunden ist, emotional. Ne? Ich glaube, das hat damit sehr, sehr viel zu tun, weil jemand, der jetzt sehr emotional wirklich an Deutschland hängt, an dem Land und wirklich halt mit Überzeugung sagen kann, Deutschland, das ist mein Land, der wird es mit Sicherheit schwieriger haben, dann ein neues Land als zu Hause zu sehen wie ich. Ne? Aber tatsächlich mit meinem Partner und dem Spanisch lernen, eigentlich glaube ich, so es hat angefangen, als ich gemerkt habe, ich kann mich mit den Menschen verständigen. Ne? Also jetzt mal unabhängig von den anderen Faktoren, die da alle mit reinspielen, das letzte Wichtigste für mich, sich zu Hause zu fühlen, war wirklich die Kommunikation. Und ich glaube, da war ich nach 1,5 Jahren oder sowas an dem Punkt, wo ich sagen konnte, okay, es fehlt natürlich immer noch viel Luft nach oben, aber ich Mhm. kann mich mit den Menschen verständigen. Ne? Das war so ungefähr der Zeitraum, wo ich wirklich gesagt habe, okay, Uruguay ist mein Zuhause. Ne? Also Uruguay ist für mich genau das, was früher für mich Deutschland war und das unabhängig davon, dass ich in Deutschland natürlich viel länger gelebt habe als jetzt in Uruguay. Genau. Das einmal so dazu, zu dem Thema, ja, wie schnell ich mich zu Hause gefühlt habe. Du hattest noch irgendeine andere Frage, die habe ich gerade verloren. Ja, genau. Was waren für dich so die größten Kulturschocks, die du so erlebt hast, wo du dir gedacht hast: „Oh, oh, wo bin ich hier reingeraten?“ Ja, die Kulturschocks. Es waren sehr, sehr viele. Also ich muss jetzt gerade mal überlegen. Also ich nehme einfach ein paar Beispiele. Ne? Ähm, mit einigen bin ich auch heute noch konfrontiert, habe mich nur einfach dran gewöhnt. Ne? Kulturschock ist für mich in gewisser Hinsicht auf jeden Fall die Art der Uruguayos, wie unterschiedlich sie zu der Art von deutschen Menschen ist. Ne? Weil ich meine, wenn man eben in Deutschland aufwächst und man ist es gewohnt, man muss pünktlich sein, man muss abliefern, die Dinge müssen genau so laufen, wie sie laufen müssen. Ne? Ansonsten hast du ein Problem. Daran gewöhnt man sich natürlich. Und selbst wenn mal jemand jetzt offen ist, hier in Uruguay ist es ja schon so,
dass es sehr individuell interpretierbar ist, die Pünktlichkeit Ja, und auch alles andere. Ne? Und es gibt hier pünktlich kann Menschen, ruhig die, auch schon die mal 2 Stunden später sein. Genau, und es gibt natürlich auch hier Menschen, die pünktlich sind, ne? Hm? Gar keine Frage, du findest in jedem Land von allem etwas, aber der Durchschnitt der Menschen ist halt schon eher, ja, sehr flexibel. Ne? Also, ja, ich komme dann morgen wahrscheinlich, okay, und dann ja, nee, ich komme dann doch nicht morgen, ich komme dann doch erst übermorgen. Also, es ist einfach ganz, ganz schwierig, sich daran zu gewöhnen, dass die Uruguayos halt wirklich ihre Familie und ihren Alltag und ihr Leben im Vordergrund stellen zu irgendwelchen Verpflichtungen. Und hier gibt's halt eben, zum Beispiel, jetzt sage ich einfach mal Dienstleister, ne, wie mein Heulieferant. Ne? Ich kann vergessen, dass ich bei dem als Kunde oberste Prio bin. Das ist einfach ein Fakt. Ne? Also ich bin immer irgendwo weiter unten. Und ich muss mich damit im Endeffekt zufrieden geben, weil er hat halt trotzdem Kunden. Ne? Also das ist eben auch das hier als Business. Du musst nicht dieses Prinzip leben, der Kunde ist König. Wenn du gut bist an sich in dem, was du ablieferst, in deiner Qualität, ne, jetzt mal unabhängig von Pünktlichkeit etc., hast du trotzdem Kunden. Und das heißt, hier so Gedanken zu haben, wie zum Beispiel, das gibt's doch nicht, ich bin doch schon Stammkunde bei dem, ich habe doch schon x-mal bei dem so und so viel bestellt und der kommt immer noch nicht pünktlich oder so, das kannst du vergessen. Ne? Das bringt nichts. Und das sind halt zum Beispiel Dinge, die einfach die Mentalität, das ist ja voll und ganz in Ordnung. Und es hat ja eben seine Vorteile für deren Leben, dass die so sind. Ne? Das ist ja super. Aber man muss sich definitiv dann gewöhnen. Und dann so andere Kleinigkeiten wie eben auch, wie man hier lebt. Ne? Also ich meine, ich muss natürlich schon dazu sagen, ein Deutscher, der jetzt hierher kommt und sich nach deutschem Standard ein deutsches Haus baut, wird nie diese Herausforderung haben, wie ich, die halt wirklich im uruguayischen Leben lebt. Ich lebe in einem Mhm. uruguayischen Haus, das ist ein altes Bauernhaus, da pfeift's hier und da durch. Ich habe halt wirklich keine gute Heizmöglichkeit hier im Haus. Ne? Das heißt, ich habe bewusst mich gegen Klimaanlage entschieden, weil es einfach mir zu viel Strom frisst. Habe aber natürlich auch keine Fußbodenheizung, wie dann so mancher Deutsche, der sich halt einfach den Luxus wieder hergeholt hat. Das heißt eben halt, ich friere im Winter, beziehungsweise ich habe mir halt einfach meine Möglichkeiten geschaffen, damit umzugehen. Aber ja, so Kleinigkeiten, eben auch das Thema mit dem Wasser, dass du nicht per Durchlauferhitzer so lang duschen kannst, wie du willst, sondern dass du halt immer durch den Wasserboiler nur x Zeit wirklich eben warm duschen kannst. Ich habe bei mir im Haus zum Beispiel, mein Wasserboiler ist nicht mal mit dem Spülhahn in der Küche verbunden. Das heißt, ich habe nur kaltes Wasser in der Küche. Ne? Ah, Das ist okay. auch was, also das kann man schon als Kulturschock bezeichnen. Weil ich meine, man ist sein Leben lang gewohnt, dass man halt Ja, klar. heißes Wasser in der Küche hat. Genau, es sind so Kleinigkeiten. Ne? Ich glaube einfach, das gesamte Leben, insofern man wirklich nicht halt sein deutsches Leben komplett mit hierher nimmt, nur mit deutschen Freunden bleibt, mit deutscher Familie, sich ein deutsches Haus baut, nach deutschem Standard etc., sondern wirklich in das uruguayische Leben eintaucht, dann hat man im Alltag sehr, sehr viele kleine Kulturschocks, die immer mal wieder auf einen warten. Das glaube ich gerne und uns ist das ja auch im Urlaub das eine oder andere Mal passiert, wo wir auch so mit unserer deutschen Mentalität rangegangen sind oder mit unseren Erwartungshaltungen, die man halt so hat, die für einen ja eh klar sind. Also, ne, das ist, wieso, das ist doch sowieso klar, ne, so. Und dann tatsächlich dann so einen kleinen Kulturschock erlebt, wo man sich erstmal dran gewöhnen muss. Das haben wir auch erlebt. Du hast ja auch mit deiner Schwester auf dem YouTube-Kanal von dir, Sisters del Sol, da berichtet ihr ja auch über euer Leben, über diese Kulturschocks. Ich habe ein Video gesehen, das war total witzig, wo du beschrieben hast, Sprachnachrichten auf WhatsApp abhören, wenn die Uruguayos dann sehr, sehr schnell reden und man gerade dann noch am Anfang der Sprache ist und dann nicht versteht, was da rauskommt. Das fand ich also sehr witzig. Wie geht's denn da mit dem Kanal jetzt bei euch weiter? Wie ist denn damit, was ist da geplant? Ja, es war ja sehr lange Zeit Pause bei unserem Kanal. Leider dadurch, dass einfach der Alltag uns so ein bisschen ja, separiert hat. Wir leben ja an anderen Orten mittlerweile und auch aber einfach, dass zu viel los war bei uns beiden. Ne? Also so vom Businessaufbau etc. Und mittlerweile tatsächlich aber haben wir wieder so einen Flow reingekriegt, beziehungsweise uns auch ganz gezielt die Priorität wieder auf den Kanal gesetzt. Ne, merkt man ja. Das heißt, wir sind jetzt tatsächlich mittlerweile wieder sehr, sehr regelmäßig
dabei, Videos zu produzieren, neue Ideen, kreative zu entwickeln und schon zu schauen, okay, vor allem eben auch, was haben wir vielleicht vor 4 oder 3 Jahren gar nicht so thematisiert, was wir jetzt definitiv nochmal genauer thematisieren möchten. Oder eben auch, was hat sich verändert? Ne? Ja, Inwiefern können ist ja wir auch auch immer heute spannend. mehr Wissen, genau, oder auch, wo haben wir eben mehr Wissen gesammelt mittlerweile, was wir vielleicht damals noch gar nicht so teilen konnten. Und deswegen ist auf jeden Fall das Ziel, weiter am Kanal dran zu bleiben, es weiter auszubauen und natürlich immer mal wieder interessante Neuigkeiten hochzuladen. Ich finde eure Videos auf jeden Fall total unterhaltsam und ich verlinke die auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Ich mag dich und Larissa, also es ist uns immer wieder eine Freude, die Sachen zu gucken und wir haben auch wahnsinnig viele Informationen daraus gezogen. Also von daher, guter Kanal, könnt ihr euch mal an. Schön. Du sagtest gerade, ihr macht auch Videos für was hat sich verändert? Und wie blicke ich heute zum Beispiel rückblickend auf irgendetwas von damals? Wenn du jetzt mit dem Wissen von heute 5 Jahre in die Vergangenheit reisen könntest, würdest du da irgendwas anders machen? Mm, Ich glaube tatsächlich gar nichts. Nein. Ich glaube, ich würde es genauso machen. Weil erstens ist nicht groß was schiefgegangen. Also Mhm. klar gibt es immer kleine Herausforderungen und man muss immer mal, es geht immer irgendwann mal bergab, ne, wo man eben was bewältigen muss. Aber es war jetzt in keiner Hinsicht irgendwo ein großes Drama, wo ich sagen würde, okay, das dürfte ich auf keinen Fall wieder so machen. Und es ist ja auch alles Erfahrung. Ne? Also ich möchte auch einfach diese Erfahrung nicht missen, diese wertvolle Erfahrung, die ich gesammelt habe, dadurch, wie ich Dinge gemacht habe. Und eins der herausforderndsten Themen war natürlich schon für mich, ich bin ja mit sehr, sehr wenig Budget nach Uruguay ausgewandert. Das heißt, ich hatte tatsächlich damals nur um die $5.000 Mhm. zur Verfügung und keine neuen Job. Ne? Mhm. Also das heißt, ich wusste noch nicht, okay, wie genau baue ich mir jetzt mein Business auf oder was mache ich finanziell. Na, also das war wirklich für mich so die größte Herausforderung. Aber auch hier die Erfahrung, die ich gesammelt habe, dadurch, dass ich es so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Und ich hab's wunderbar hinbekommen mit dem Willen und der Motivation. Ne? Und gut, man muss natürlich schon sagen, ich war auch in gewisser Hinsicht natürlich vorher schon vorbereitet. Das heißt, ich habe natürlich vorher schon im Marketing gearbeitet. Und ich wusste, ich kann meine Profession im Marketing natürlich mitnehmen, ne? Und auch von hier aus arbeiten. Na? Klar, das ist schon ein Vorteil im Vergleich jetzt zu jemandem, der zum Beispiel ja, irgendwas macht, was halt nicht so einfach remote zu machen ist. Aber trotzdem war natürlich der Schritt vom immer festangestellten Dasein in die Selbstständigkeit ein sehr großer. Ne? Ein sehr großer, der sehr viel Mut gebraucht hat, der sehr viel Dranbleiben gebraucht hat, der sehr viel Erfahrung gekostet hat. Aber ich misse es nicht. Also ich bin sehr dankbar dafür, wie alles gelaufen ist und ich würde es tatsächlich, glaube ich, genauso wieder machen. Das klingt danach, als hättest du die richtige Entscheidung getroffen. Ja, definitiv. Du wirst ja auch unsere Einwanderungshelferin sein. Vielleicht magst du uns kurz zusammenfassen, was ist wichtig, damit man seine Cedula bekommt? Ja, ich habe tatsächlich ja gerade eben auch gestern erst ein Video dazu veröffentlicht. Ähm, im Wir verlinken das auch nochmal Grunde unten. Im Grunde ist es sehr, sehr viel. Ne? Ich möchte es aber gerne aufteilen in einmal zwei Parts. Also es ist einmal Mhm. natürlich wichtig an sich die Dokumente, ne? Dass die Dokumente wirklich richtig sind, dass sie vollständig sind, dass es korrekt ist, dass das richtige Timing eingehalten wurde, dass nichts vergessen wird, etc. Mhm. Weil ich kann natürlich beim Migrationstermin auch erst Teildokumentation vorlegen und dann Dinge nachreichen, aber es verkompliziert ist unheimlich. Ne? Das bedeutet, im Optimalfall eben hat man wirklich die vollständige Dokumentation und die korrekte Dokumentation, genauso wie es sein soll und legt die direkt beim Migrationstermin vor. So, das ist einmal natürlich das, was ganz relevant ist. Und dann ist es aber auch einmal zweiter Teil im Allgemeinen so die Organisation und der Ablauf. Ne? Ähm, und zwar, siehst du mich noch? Ja, ich sehe dich noch. Okay. Ah, jetzt bist du wieder da. Okay, ich habe dich gerade nicht gesehen. Ja, ein kurzes Genau, und Leck zwar der wahrscheinlich. Ablauf. Ja, genau. Der Ablauf ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, weil das Ganze hat natürlich eine Struktur, dem das nachgeht. Ne? Also ich muss ganz genau wissen, okay, in welcher Reihenfolge macht man wie was, dass das eben auch alles eins mit dem anderen ineinander greift.
Und da gehört zum Beispiel auch dazu, was die meisten Deutschen nicht denken oder nicht damit planen. Also ich erhalte regelmäßig Nachrichten von Menschen, die sagen, hey Cynthia, wir kommen nächsten Monat nach Uruguay und möchten dann gerne unsere Aufenthaltsgenehmigung machen. Begleitest du uns dabei? Ne? Und das sind so die Momente, da stellt es mir die Haare zu Berge, weil das Ganze braucht natürlich Vorbereitung. Ja, das braucht Vorbereitung, die ich in diesem Moment nicht habe, wenn jetzt jemand von einem auf den anderen Monat sagt oder mir erst dann Bescheid gibt, wenn er halt einen Monat vor der Auswanderung steht, sozusagen. Das bedeutet, mir ist es immer am liebsten, wenn die Menschen wirklich, sobald sie ein Datum sich gesetzt haben und wenn das ein Jahr vorher ist oder so wie bei euch, ne? Oder ein halbes Jahr vorher, dass ich einfach schon Bescheid weiß, dass man ganz gezielt darauf hinarbeiten kann und eben halt nicht dann mit dieser Spontanität handeln muss, die es halt wesentlich schwieriger macht. Weil es gibt ja gewisse Schritte, die sozusagen schon erledigt werden sollten, wenn derjenige noch in Deutschland ist. Ja? Also eben, dass ich als Einwanderungshelfer mir die Dokumentation zum Beispiel anschaue, also die Dokumente, die Mhm. ganz genau prüfe und euch da wirklich auch das Go gebe, okay, es ist alles so, wie es sein soll. Ne? Mhm. Nicht, dass ihr da einfach irgendwie so blind die Dinge vorbereitet, kommt dann mit den Dokumenten her und dann sage ich, oh nein, Mathis, du, da fehlt dir aber was oder Oh so. je, Ne? ja, das wäre Also Drama. genau. Ja, also meine Arbeit als Einwanderungshelferin beginnt ja bereits viele Monate, bevor man auswandert nach Uruguay. Ne? Und Mhm. das ist eben ganz, ganz viele, was ganz, ganz viele nicht bedenken. Na, weil eben zum Beispiel, sobald schon feststeht, wann jemand kommt, wie gesagt, ich würde auf jeden Fall die Dokumente in Ruhe prüfen. Na, um sicherzustellen, dass auch wirklich die Dokumente vollständig sind und richtig sind. Weil da gibt es einfach schon viele Fehler, die passieren können. Und das ist doof, wenn man dann einfach mit den Dokumenten kommt und ich dann die Hände über den Kopf zusammenschlage und sage, ja, nein, es stimmt aber was nicht. Das heißt, die Dokumentenprüfung beziehungsweise die Dokumentenbeantragung begleite ich eigentlich ab Moment eins. Ne? Dann aber eben auch natürlich die Terminorganisation und die Antragstellung. Ne? Also gerade die Antragstellung, das ist was ich zum Beispiel als Einwanderungshelferin, also es arbeiten ja auch die Einwanderungshelfer unterschiedlich, aber ich als Einwanderungshelferin mache die Antragstellung so früh wie möglich. Weil im Moment, das hat sich ja auch in den letzten 4 Jahren stark verändert, ne? Als ich hierher komme, war hier noch kaum was los bezüglich Einwanderungen. Mittlerweile ist ja die Migration wirklich stark beschäftigt in jeglicher Hinsicht. Das bedeutet, die Prozesse sind alle viel, viel länger. Es dauert alles viel, viel länger als früher und es ist schon in gewisser Hinsicht komplizierter geworden. Und deswegen ist es eben für mich so, dass ich gerne so bald wie möglich, sobald ich weiß, jemand kommt nach Uruguay, auch eben genau mit diesen vorbereitenden Maßnahmen anfange, eben die Antragstellung online schon mal zu machen, ne? Und aber eben auch die Terminorganisation. Also alleine zwischen Antragstellung und ich kann dann einen Migrationstermin auswählen, liegen schon ein paar Wochen, weil dieser Antrag Mhm. muss eben auch erstmal vorgeprüft werden und dann erst wird mir der Kalender freigegeben für den Migrationstermin. Da manchmal gibt es dann auch noch Wartezeiten, ne? Je nachdem, wie die Verfügbarkeiten sind. Und erst dann kann ich in die Terminorganisation gehen. Im besten Fall ist das aber natürlich alles was, wo man sagen muss, ihr kommt hierher, ne? Und es steht alles. Ihr wisst ganz genau, okay, wir habt jetzt vielleicht irgendwie 2 Wochen ein bisschen so Eingliederungsphase, Mhm. Ankunftsphase, ne, könnt euch eben ans Klima gewöhnen, etc. Und dann geht's los und jeder Termin steht, jeder Termin ist fix. Und wir wissen ganz genau, dass das eben in einem gewissen Zeitraum auch funktioniert. Und das ist eben was ich als sehr wichtig empfinde im Einwanderungsprozess, wo eben ganz, ganz viele deutsche Menschen oder Kunden im Allgemeinen sich das gar nicht vorstellen können, wie weit vorne das eigentlich im Optimalfall eben schon anfangen sollte mit der Vorbereitung, weil ansonsten kommen sie hierher und dann muss ich sagen, okay, ja, Mist, wir haben noch nicht mal den Antrag gestellt, es dauert jetzt x Wochen, ne? Ach je, Dann ja, kriegen wir Drama. keinen Termin, dann gibt's da keinen Termin und es zieht sich alles unnötig. Und wie gesagt, vor allem eben auch noch mit den Dokumenten, ohne dass wirklich jemand, der weiß, worauf es ankommt, über die Dokumente schaut, hierher zu kommen, ist eben halt natürlich auch nicht empfehlenswert. Genau, also das ist so das, was ich gerne vermitteln möchte, dass es sehr, sehr wichtig ist, sobald jemand die Entscheidung gefasst hat, auszuwandern zu Datum X nach Uruguay, sich da wirklich den Einwanderungshelfer an die Seite zu nehmen und von Schritt A wirklich bis Z komplett sich begleiten zu lassen, vom ersten Moment an. Das klingt super, also so früh wie möglich einen Einwanderungshelfer suchen, damit man mit dem schon mal
alles abstimmen kann, was dann wichtig ist, was man noch aus Deutschland regeln kann, was man dann, Genau, wenn man den Flugtermin hat und so weiter. Ne? Also das ist ja ein Prozess, der kann gar nicht früh genug anfangen. Ja, richtig. vielen, vielen Dank dafür schon mal. Es klingt für mich danach, dass du in Uruguay angekommen bist. Bist du glücklich? Ja, definitiv. Also es ist ja immer eine Momentaufnahme, ne? Also ich Ja, kann klar. sagen, für den Moment bin ich sehr, sehr glücklich. Ich habe die Entscheidung, nach Uruguay auszuwandern, in keinster Sekunde bereut. Und ich bin auch ein Mensch, für mich wäre jetzt zurück nach Deutschland auch keine Option. Ne? Mhm. Das Einzige jetzt, was meine langfristigen Pläne oder meine Träume für mich so ein bisschen beinhalten, ist nicht nur in Uruguay einen Standpunkt zu haben. Also ich möchte Uruguay als Lebensmittelpunkt behalten, ne? Aber Mhm. ich möchte gerne in einem anderen südamerikanischen Land, also zum Beispiel Argentinien, Brasilien oder sowas irgendwo, wo es dann vom Klima her schon ein bisschen angenehmer ist, wie der uruguayische Mhm. Winter, möchte ich gerne einen Mhm. Zweitstandort sozusagen mir etablieren oder mir schaffen, wo ich dann dem uruguayischen Winter entfliehen kann. Ne? Also das Ja, ist schon, ja, ja, ja. genau, das ist schon der Plan, Das kann ich sozusagen dann zu nachvollziehen. sagen, zwei Standpunkte zu haben, aber Uruguay als Lebensmittelpunkt ist auch heute nach so langer Zeit oder nach diesen vielen Jahren für mich immer noch die richtige Entscheidung. Ich meine, man sieht ja, ne, was auf der Welt so überall los ist und Uruguay ist einfach, oh, hier kannst du halt durchatmen. Hier ist es irgendwie so ein bisschen ja, fern von dem Rest des Geschehens auf der Welt. Das kann ich wirklich nur bestätigen, als wir 6 Wochen auf unserer Erkundungsreise da unten waren, wo wir dich ja auch persönlich kennengelernt haben. Das war einfach, du bist komplett in einer anderen Welt, ne? Und du lernst da wirklich auch im Urlaub dann, auch wenn du nur im Urlaub da bist und du natürlich ein Programm vor dir hast, ne? Erkundungsreise, du musst da das ganze Land erkunden und gucken, wo möchtest du leben und wie fühlt sich das da alles an? Und das war schon alles sehr entschleunigt und sehr, wie sagt der Uruguayer, tranquilo. Ja, man fährt runter, ne, automatisch. Ja, automatisch, ja. Und man kann auch auf den Straßen gar nicht so schnell fahren. Ja, Aber das ist ein ja, ganz anderes Thema. genau, genau. Es kommt drauf an, ne? Die Interbalnearia ist Ja, sehr gut, aber ja, bis dahin und auch nicht mehr. Genau. genau. Wenn du jetzt zukünftigen Einwanderern einen Rat geben kannst, aber nur einen einzigen, was würdest du denen raten? Ja, ich würde Ihnen raten, sich ganz klar bewusst zu machen, was mit der Auswanderung auf Sie wartet. Ne? Mhm. Ich muss ein bisschen mehr dazu sagen, dass man es versteht. Ne? Der Hintergrund ist natürlich auch, ich arbeite mit Auswanderern. Also ich arbeite Mhm. generell ja in meinem zweiten Standbein eben mit Einwanderern nach Uruguay, aber auch generell so ein Mhm. bisschen in der Hinsicht Auswandercoaching, ne, weltweit. Mhm. Ähm, Ja. und ich muss einfach sagen, es gibt so viele Menschen, die auswandern, aber sich vorher nicht wirklich bewusst machen, was eben die Auswanderung mit sich bringt. Na? Weil an sich denkt man halt eben immer, ja, auswandern schön, ich hau ab aus Deutschland und baue mir irgendwo ein schöneres Leben auf. Aber eben gerade Mhm. diese mentalen und emotionalen Herausforderungen, die dabei auf einen warten, oder auch eben dieses, wie offen ich eigentlich selbst sein muss, für eben Kulturelles, ne? Für Dinge, was ich Mhm. nicht kenne, um mich selbst auch umzustellen oder umzugewöhnen. Mhm. Ne? Das ist was, wo sich, glaube ich, ganz, ganz viele nicht richtig damit beschäftigen. Und es ist auch meines Erachtens nach einer der Hauptgründe, warum Menschen auswandern und dann aber wieder zurückgehen. Weil sie sich vorher nicht wirklich bewusst gemacht haben, dass diese Auswanderung bedeutet, ich muss mich komplett mit allem meinem Nervensystem und dem, was mein Hirn gewohnt ist, umstellen. Und es dauert seine Zeit. Und es ist kein Ponyhof, das ist eben halt wirklich, da gibt's auch harte Phasen, da gibt's auch Phasen, wo du denkst, oh Mann, ne, warum schon Ja. wieder? Oder also es ist, und man kennt ja auch vielleicht den Auswanderblues, ne? Den gibt's ja auch, also dass man Ja, einfach ja, nochmal ja, haben wir eine eigene Folge zu gemacht. das wusste ich gar nicht. Ja, cool. Genau, ja Ja. schön, dann weißt Ja, du ja, schau sie wovon dir ich an. Ich rede. verlinke sie aber auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Ja, genau, werde ich auf jeden Fall machen, aber genau, dann weißt du ganz genau, wovon ich spreche, ne? Also dieses Exakt. Mentale und Emotionale, was in diesem Prozess der Auswanderung auf einen zukommt. Ich finde, damit sollte man sich frühzeitig beschäftigen, um dann halt eben nicht das Thema zu haben, okay, ich wandere aus und merke dann, aber eigentlich bin ich gar kein Mensch, der sich halt wirklich darauf einlassen kann und wirklich auch bereit ist, sich Mhm. persönlich weiterzuentwickeln und daran zu wachsen. Das war sehr, sehr interessant und ich danke dir für deine Zeit.
Ich hoffe, gerne. es war auch für die Zuschauer interessant. Cynthia, magst du dich noch von den Leuten verabschieden? Noch ein letztes Ja, Schlusswort sehr, sozusagen. sehr gerne. Ich finde es auf jeden Fall immer super schön, wenn jemand zuschaut, egal jetzt ob bei dir oder bei uns auf dem Kanal. Genau. Und ja, natürlich, ihr könnt natürlich auch über Mattes Kontakt zu mir aufnehmen, wenn es notwendig ist, oder auch über meinen Ja, Kanal. Es war leiten wir sehr, sehr gerne weiter. schön, mit dir, Mattes, heute hier zu sprechen. Einmal in der umgekehrten Form, weil sonst bin ich ja der Interviewer und nicht der Interviewpartner. Genau. Somit habe ich mal die andere Seite kennengelernt und ich wünsche euch auf jeden Fall alles Liebe, sag liebe Grüße und wir sehen und hören uns, ne? Vielen Dank. Ciao. Ciao. Was wir aus dem Gespräch mitnehmen. Ankommen ist mehr als Dasein. Es ist ein Leben, das man sich Stück für Stück aufbaut. Mit Menschen, mit Sprache und vor allen Dingen mit Geduld. Und wer den Weg kennt, der kann auch anderen den Weg leichter machen. Wenn ihr wissen wollt, warum es mich und Frau Mattes nach Uruguay zieht, dann schaut bei Mattes Mate Uruguay vorbei mit Folge 1. Da geht's dann hier weiter oder ihr hört den Podcast von Gabi und Steffen, den haben wir hier verlinkt, die schon seit 16 Jahren mit Schafen, Eseln und Hühnern auf einem Campo leben und da könnt ihr auch nochmal das Campo-Leben haben. Wenn ihr die ganzen Reihen sehen wollt, dann wie unterschiedlich Menschen diesen Schritt gehen, Interviews mit Expert haben wir euch verlinkt. Abo drauf, dann seid ihr beim nächsten Gespräch dabei. Hasta la próxima, que les vaya bien. Ciao.